Patientinnen mit HE spricht prinzipiell gar nichts dagegen, dass diese Patientinnen eine natürliche Entbindung haben. Es ist sogar so, dass man gesehen hat, dass Patientinnen mit HE während der Entbindung praktisch kaum Attacken haben, gerade weil es dann doch manchmal noch extra Fragen gibt zur Geburt und zum Ablauf und da auch nochmal wichtig sein kann, sich wiederum mit den Gynäkologen kurz zu schließen und hier noch einmal eine Absprache zu haben. Wenn es in Richtung operative Entbindung geht, also Richtung Kaiserschnitt, dann werden schon prophylaktische Medikamente empfohlen, damit eben dieser operative Ablauf möglichst störungsarm abläuft. Da gab es dann auch einen tollen Arztbrief mit den genauen Anweisungen, auch für das Personal auf der gynäkologischen Station dann eben, wo drinnen gestanden ist, wann was verabreicht werden muss, falls es ein Kaiserschnitt ist, wenn möglich 1 Stunde vorher das prophylaktisch spritzen. Klassischer No-Kaiserschnitt, so schnell kann man dann gar nicht schauen, ist man weg, und da war ich auch froh, dass die Prophylaxe schon erfolgt ist und dass ich an die nicht mehr denken habe müssen. Ist alles gut gegangen, auch die Hebamme hat damals gemeint, dem kleinen Mann merkt man nichts an. Ich habe meine erste Bauchattacke 6 Wochen nach der Geburt meines ersten Sohnes gehabt. Ich bin gebückt gegangen. Also es waren Schmerzen, wo ich mir gedacht habe, wo kommen die her? Und hatte dann aber 2 Tage später meinen gynäkologischen Kontrolltermin nach der Geburt, wo eben dann auch diese Wasseransammlungen im Bauch festgestellt wurden noch, obwohl es mir da schon wieder viel besser ging. Man kann hier einerseits bereits aus dem Nabelschnurblut eine Diagnostik machen, die schon eine gewisse Aussagekraft hat. Und eine richtige sichere Diagnostik kann dann ab dem ersten Lebensjahr bei dem Kind erfolgen. Bei Patientinnen mit HE gibt es keinen Grund, warum diese Patientinnen nicht stillen sollten. Einerseits ist es so, dass es kein besonderes Problem gibt für Patientinnen mit HE zu stillen und auch die Medikamente, die man eventuell wegen dem HE bekommt in der Stillzeit, die empfohlenen, auch da gibt es keine Probleme, dass die irgendwie dem Kind schaden würden.